Name ist Madeleine Hettler, ich bin Ärztin in Weiterbildung hier in der Chirurgischen Klinik der Universitätsmedizin in Mannheim und gemeinsam mit Herrn Professor Jakob leite ich hier das Projekt Raccoon Saga im Rahmen des Netzwerk Universitätsmedizin. SAGA steht dabei für Cooperation of Clinical and Radiology Sarcoma Experts at Raccoon Sites to improve the pre-treatment assessment, grading and multimodal treatment allocation in patients with rare cancers. Kurz gesagt geht es letztendlich um die bessere prätherapeutische Charakterisierung von Weichgewebesarkomen. Therapieentscheidungen für Sarkome werden immer interdisziplinär getroffen, deshalb ist Raccoon Saga letztendlich auch ein interdisziplinäres Projekt. Das heißt, wir Chirurgen arbeiten natürlich hier auch eng mit unseren Radiologen zusammen, um letztendlich die Diagnostik der Weichgewebesarkome zu verbessern. In Saga soll es letztendlich darum gehen, funktionelle MRT-Daten, hier repräsentiert durch den sogenannten ADC, den Apparent Diffusion Coefficient aus der diffusionsgewichteten Bildgebung, zu korrelieren mit klinischen Daten. Es gibt bereits erste Studien, die zeigen, dass der ADC mit dem histopathologischen Grading korreliert und darauf wollen wir letztendlich aufbauen. Eine Studie davon haben wir letztendlich auch durchgeführt und das ist die Basis, um jetzt hier quasi die größere Auswertung mit mehr Falldaten zu generieren. Sarkome sind seltene Tumore. Wir beschäftigen uns hier am Zentrum vorwiegend mit den Weichgewebesarkomen. Weichgewebesarkome können prinzipiell in jedem Lebensalter und an jeder Körperstelle auftreten. Wir haben hierbei einen Altersgipfel im hohen Erwachsenenalter und einen auch nochmal im jungen Erwachsenenalter. Am häufigsten von den Lokalisationen finden wir Weichgewebesarkome an den Extremitäten. Für die Sarkome stehen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung. Einmal zu nennen ist hier sicherlich die Chirurgie, also die Operation. Deshalb beschäftige ich mich auch als Chirurgin mit dem Thema, aber natürlich spielen auch die Strahlentherapie und die Chemotherapie eine Rolle. Und um zu entscheiden, in welcher Sequenz diese Therapien nun durchgeführt werden, ist eben das Grading und die prätherapeutische Charakterisierung der Sarkome ganz entscheidend. Wichtig für die Sarkome ist letztendlich, den Tumor möglichst gut zu charakterisieren. Der Goldstandard ist dazu im Moment die Entnahme von Biopsien, die histopathologisch ausgewertet und dann gegradet werden. Und dieses Grading stellt letztendlich die Basis oder eine der Basisparameter für die Entscheidung zur Therapie dar. Und das Ziel von Saga soll es sein, zu versuchen, das Grading und die Einschätzung der Tumore vor einer Therapieentscheidung noch zu verbessern, weil Sarkome sind häufig sehr groß und in sich sehr heterogen und dadurch kann es passieren, dass die Biopsie nicht repräsentativ ist für den ganzen Tumor. Raccoon Saga führen wir mit Hilfe eines Templates durch. Das heißt, wir sammeln MRT-Bilder, die wir mit verschiedenen Parametern annotieren. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich aber auch klinische und prognostische Daten der Patienten, die wir parallel dazu erheben. Dazu gehören Tumorcharakteristika und Patientencharakteristika, aber auch die Therapie und letztendlich die prognostischen Aspekte. Das heißt, hat jemand Metastasen beispielsweise entwickelt oder ist an dem Tumor verstorben. Eine große Herausforderung sicherlich bei jedem Projekt mit Weichgewebesarkom ist, dass es seltene Tumore sind und wir gar nicht viele Fälle haben, die wir standardisiert auswerten können. Auch nicht jeder Patient erhält diese funktionelle MRT-Bildgebung, die wir hier für dieses Projekt benötigen. Deshalb ist es ein Riesenvorteil, dass wir das Raccoon und auch das Netzwerk Universitätsmedizin hier nutzen können, um letztendlich Bilder aus ganz Deutschland und Fälle aus ganz Deutschland zu sammeln, um letztendlich eine Fallzahl generieren zu können, mit der wir auch eine gute Aussage treffen können. Ziel des Projekts soll es letztendlich sein, die prätherapeutische Charakterisierung der Weichgewebesarkome zu verbessern, mit dem Ziel letztendlich den Patienten passendere Therapieoptionen zur Verfügung zu stellen. Ein großes Problem, wie ich anfangs erwähnt habe, ist das sogenannte Undergrading, dass durch kleine Biopsien letztendlich nicht der ganze Tumor repräsentativ erfasst wird. Und da bietet natürlich die Radiologie letztendlich einen guten Vorteil, weil wir einfach den ganzen Tumor jederzeit abbilden und untersuchen können. Wir freuen uns über alle Standorte, die sich an dem Projekt beteiligen, damit wir letztendlich möglichst viele Bilddaten und klinische Daten sammeln können, um letztendlich auch mit einer ausreichenden Fallzahl das Ganze auswerten zu können.